Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in Sousse, Tunesien. Eigentlich wollte ich ja einfach nur mal Urlaub machen, aber nein, es muss ja ein Bahnhof da sein. Ein Blick in den Fahrplan. Die Linie wird wohl eher als Hobby betrieben. Und hier sind wir jetzt quasi am Hauptbahnhof von Sousse. Es gibt noch einen anderen, da schauen wir uns aber nachher dann nochmal etwas um. Wenn es nicht so heiß wäre, würde ich fast denken, ich wäre hier in Puttgarden. Also früher war hier anscheinend deutlich mehr los. Dort hinten lässt sich noch eine Drehscheibe erahnen, aber die ist jetzt offline. Pünktlich um 14:34 Uhr trifft der Dieseltriebzug aus Tunis ein. Du fragst, was das hier für ein Triebzug ist? Tja, ich mich auch. Besser gesagt, ich fragte mich das auch. Ich habe das Internet von oben bis unten durchsucht, bis ich dann drauf gestoßen bin, dass es sich hier um ein AMT 800 handelt, hergestellt von der französischen Firma CFD. Der Doppeltriebwagen hat jetzt hier Kopf gemacht. Auf dem Weg nach Monastir wird jetzt erstmal Sousse großräumig umfahren. Von dort geht es dann weiter in den Süden nach Mahdia, oder wie man das ausspricht. Diesen Zuglauf gibt es übrigens nur einmal am Tag in jeder Richtung. Bis zum nächsten Zug dauert es noch ein bisschen. Zeit genug, um sich noch ein bisschen die Beine zu vertreten. Die Mitarbeiter sind hier ganz schön auf Zack. Der Zug war wahrlich nicht lang, aber bis ich vorne war, war die Lok schon abgekoppelt. Du fragst, was das für eine Lok ist? Ich hab's befürchtet.
Aber ich habe gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. So wie es aussieht, ist es eine GT18B, gebaut von EMD, seinerzeit eine Tochtergesellschaft von General Motors. Heute heißt die Firma Progress Rail Locomotive und gehört zum Caterpillar-Konzern. Der Motor von GM leistet 1500 PS, deutlich weniger als zum Beispiel eine Baureihe 218. Was allerdings den Sound anbelangt, ich will im Vorfeld nicht zu viel verraten. Bei meinem Video vom Eierkopf hat ein Zuschauer bedauert, dass Kameras das Brummeln von Dieselmotoren nicht richtig einfangen können. Ich hoffe, dass diese Aufnahmen eine kleine Entschädigung gewesen sind. Bevor wir uns dem zweiten Kopfbahnhof in Soest zuwenden, nochmal ein Blick auf die Signale. So, auf den ersten Blick könnte es sich um Signale französischer Bauart handeln. Allerdings stehen diese auf dem Kopf. Gefunden habe ich nichts zu tunesischen Signalen,
Aber es wird wohl kein Geheimnis sein, dass zwei rote Lichter Halt bedeuten. Auf zweigleisigen Strecken wird links gefahren, dementsprechend befinden sich auch hier die Signale links. Und wenn nicht, wird es durch einen Pfeil signalisiert. Soweit meine Theorie. Ein grünes Licht zeigt Fahrt und darunter blinkt noch ein gelbes oder weißes Licht. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass wir hier eine Meterspur haben? Im südlichen Streckennetz ist das hier so üblich. Aber jetzt wird es Zeit, uns dem zweiten Bahnhof zuzuwenden. Dieser ist nur ein paar hundert Meter entfernt, kann also gut zu Fuß erreicht werden. Theoretisch könnte man auch mit dem Zug rüberfahren, wenn die Zufahrt nicht zugemauert worden wäre. Und wenn die Gleise nicht einfach aufhören würden. Zum Hafen führen noch Gleise hin, aber hier ist wahrscheinlich auch schon ewig nichts mehr gefahren. Wenn hier ein Zug gefahren wäre, das wäre doch was gewesen. Oder was meint ihr? Piratenschiffe, mit denen man einen Ausflug machen könnte? Aber nein, was machen die deutschen Touristen? Besichtigen einen Bahnhof. Hier der Blick nach Süden auf die Métro du Sahel. Auch hier haben wir eine Meterspur, allerdings elektrifiziert mit 25 Kilovolt und 50 Hertz. Hier haben wir jetzt am Signalmast ein NF mit kleinem f, so wie es es auch bei französischen Signalen gibt. Für alle, die problemlos bis 3 zählen können, ist unschwer zu erkennen, dass der Bahnhof auch 3 Gleise hat. Und hier kommt der Zug 544 aus Mahdia. Tja, was sagt man dazu? In Deutschland würde jetzt wahrscheinlich erstmal die Strecke gesperrt werden. Bitte? Ach, was für ein Triebzug das ist. Jedenfalls ein EMU, ein Electrical Multiple Unit, also ein elektrischer Triebzug. Tja, aber von wem? So wie es aussieht, ist der Hersteller Hyundai Rotem. Eigentlich wollte ich noch den Wechsel der Fahrtrichtung filmen, aber auf einmal winkte der Triebfahrzeugführer ganz wild und deutete, dass ich über die Gleise zu ihm rüberkommen soll. Ich hatte schon Angst, dass er mir das Filmen verbieten möchte, aber das Gegenteil war der Fall. Ich sollte mit ihm ein Selfie im Führerstand machen. Leider hat die Zeit nicht mehr gereicht, mich noch ein bisschen umzusehen, denn die Ausfahrt stand schon an. Und diese ist mir dann fast noch durch die Lappen gegangen. Die Sahel-S-Bahn wurde 1984 eröffnet. Die Fahrt dauert ungefähr 1 Stunde und 45 Minuten und kostet etwa 1 Euro. Anscheinend bestehen oder bestanden Überlegungen, die Linie bis Sfax zu verlängern. Was da der aktuelle Stand ist, dazu habe ich leider nichts gefunden. Zur tunesischen Eisenbahn gäbe es noch viel zu sagen. Ich kann euch hierzu eine Folge von Eisenbahnromantik empfehlen, die ich euch in der Beschreibung verlinken werde. Etwa zwischen den Bahnhöfen befindet sich die historische Altstadt, Medina genannt. Wenn du Lust hast zu feilschen, dann bist du hier an der richtigen Stelle.
Und wenn du gut bist, dann zahlst du nur das Doppelte von dem Preis, den Einheimische bezahlen. In der restlichen Stadt bewegt man sich am besten mit dem Taxi fort. Unter den Fahrern gibt es erstaunlich viele Eisenbahner, also Eisenbahner deutscher Prägung. Also wenn da ein Schild mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auftaucht, dann wird direkt mal die 10-fache Geschwindigkeit gefahren. Gut, dass man sich anschnallen kann. Okay, war natürlich ein Witz, weil anschnallen kann man sich selten. Außerdem sind die meisten Fahrer Linkshänder. Der Schaltknüppel wird nämlich meistens mit der linken Hand bedient, weil in der rechten Hand ist ja das Handy. Und wenn beim Vordermann die Bremsleuchten angehen, dann ist das Signal, noch ein bisschen Gas zu geben. Mit anderen Worten, man bekommt was geboten fürs Geld. Und das war mein Beitrag hier aus Sus. Über eine Rückmeldung in Form eines Kommentars würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.